Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Und zwar die Themen, die wir für euch heute vorbereitet haben, sind Sale and Leaseback von Lufthansa. Das machen sie mit einigen Flugzeugen, mit 320ern, weil es einen Verkäufermarkt gibt. Weiter geht es dann mit Damac Airlines, Damac Air, Damac Who. Ja, Damac kennt ihr vielleicht aus Dubai. Die wollen eine Fluggesellschaft gründen. So noch ein paar Fakten, unklar, aber hey, who cares, wenn es dort ein KI-generiertes Video gibt. Dann weiter geht es mit dem Thema Deutschland hinkt bei der Erholung hinterher. Gehen wir mal der Frage nach, ob euch solche Themen nerven oder nicht, oder ob das einfach jetzt nur so eine Lobbyarbeit ist, wo man sagt, naja, da gibt es halt Leute, die Interesse haben. Wir gehen weiter dann mit dem Thema französische Piloten kämpfen auch für Passagiere wegen der Ticketsteuer. Und wir haben SAS. Die haben Informationen, die interessant sind für den geneigten Vielflieger, der auf Meilen, Punkten und Status unterwegs ist. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch natürlich unten immer wieder schön zu kommentieren, den Kanal zu unterstützen mit lustigen Mitgliedschaften oder aber auch nach Helsinki zu kommen. Heute wieder jemanden geclosed für Helsinki. Das heißt also, wenn ihr kommen wollt, das VIP-Programm so ganz ist nicht mehr verfügbar für alle, also alle Teile, aber die Teile, wo wir halt keine Limitierung an Leuten haben, da könnt ihr natürlich dran teilnehmen. Wenn ihr Fragen habt, sprecht mich an. Wir gehen mit dem ersten Thema los, und zwar das erste Thema, was wir heute haben, das ist das Thema Lufthansa und sein Sale and Leaseback. Der Name Sale and Leaseback sagt ja eigentlich schon alles, und zwar ist es so beim Sale and Leaseback, man verkauft sein Eigentum, in dem Fall die Flugzeuge. Lufthansa war ja auch stolz, dass sie fast alle Flugzeuge in der Flotte besessen hat. Und dann kauft man die die Leistung eine Zeit lang über ein Leasing zurück. In dem Fall sind es, glaube ich, 6 Jahre. Lufthansa hat jetzt einige CRJs, die sie verkaufen wollen, aber die bleiben irgendwie wie Sauerbier liegen, die CRJ 900. Dann will man sich aber auch von 320 Neo und 321 Neo trennen, und dann sagt ihr, what? Ja, das sind neue Flugzeuge, die sind zwischen 2 und 5 Jahren, glaube ich, alt, die Flugzeuge. Und 5 Monate und 2 Jahre, so ist es richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also brandneue Buden, warum machen die das? Die machen das deshalb, dass man da die Flugzeuge halt einfach in einem Verkäufermarkt verkauft, wo es mehr Geld gibt, als man vielleicht ausgegeben hat. Heißt also, dass man laut Geschäftsbericht bei Lufthansa damit dann auch Gewinne machen kann. Klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen merkwürdig, ist auch ein bisschen merkwürdig, dass man etwas verkauft und damit dann halt auch das Recht verliert, nach 6 Jahren das zu nutzen. Also um hier den Vertrag nochmal genau zu sagen, ist dass man damit 230 Millionen erlöst hat und damit 6 Jahre halt das Recht hat, die Flugzeuge weiter zu nutzen. Gibt einem natürlich nicht so viel Flexibilität, aber das sieht auch jetzt jeder, wie Lufthansa nicht mehr wie früher eine Firma ist, die auf Langfrist denkt, sondern kurzfristige Erlöse. Heißt also, dass man lieber seinen Kapitalbedarf reduziert und damit dann halt wirklich Liquidität schafft. Es gibt ja auch lustige Kommentare. Ich hatte einen Kommentar auf LinkedIn gesehen, wo jemand gesagt hatte, dass bei Lufthansa alles schlecht läuft, was die letzten Jahre gemacht worden ist, dass man mit Allegris unglücklich ist bei Lufthansa. Wird offiziell natürlich nie so gesagt, wer kannst du nicht, aber man hat da wohl anscheinend einen Liquiditätsbedarf, und das ist halt auch ein Weg, um diese Milliarden, die Carsten S. da rausholen will, reinzuholen. Und ich denke mal, dass natürlich auch die 340-600 jetzt demnächst weggehen, da soll ja auch relativ schnell was passieren, dass die Flieger vom Hof kommen, denn die sollen wirklich 2025 die Flotte verlassen. Und da muss man dann natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, für den einen oder anderen, der freut sich. Ich finde es persönlich schade, weil die 340-600er waren schön, sind schön und haben ja auch die Besonderheit mit der Toilette, wo man den Gang runtergeht und diese 10 Toiletten unten hat. Das gibt es ja sonst nicht. Ist natürlich für viele dann angenehmer, als wenn man die Toiletten auf derselben Ebene hat, wo die Leute dann
warten. Auf der anderen Seite war es natürlich auch immer so, wenn man die Treppe runtergegangen ist und es war schon voll, dass sie gesagt haben, nicht auf der Treppe stehen bleiben, nicht auf der Treppe stehen bleiben, was natürlich auch der Wahrheit entspricht. Aber ihr könnt hier schreiben, was ihr davon haltet, und deshalb haben wir auch die erste Frage des Tages. Macht Sale and Leaseback Sinn für euch, oder ist das etwas, wo man einfach nur kurzfristig Gewinne haben will, damit der Vorstand halt seine Bilanz aufhübscht und damit dann ja uns vorgaukelt, man sei erfolgreich? Da könnt ihr unten viel zu schreiben. Wir haben ein Thema, was uns eigentlich fast jede Sendung mittlerweile begleitet, wo man halt rumheult und sagt, Deutschland hinkt halt hinterher, Deutschland erholt sich beim Flugverkehr wesentlich langsamer als die anderen und so weiter und so fort. Und man hat ja jetzt auch ein Institut gegründet, also das heißt zusammengelegt, um genau zu sein. Das war nämlich das Thema, dass man, wie war es, von der DLR und dann irgendwas bei Hamburg zusammengelegt hatte. Und zwar ist das so, das Institut stand im April. Das war einmal das Lufttransportsysteme am Standort Hamburg und das Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr in Köln. So war es richtig. Und beide Institute sind natürlich von der DLR und diese Fusion wurde ja auch dort befeiert. Aber steigende Kosten und der zunehmende internationale Wettbewerb stellen den Luftverkehrsstandort Deutschland auf eine große Herausforderung, sagt der DLR-Vorstandsvorsitzende Professor, ist sogar Frau, Professor Anke Kaiser-Pyzilla. Und natürlich ist es so, dass viele Herausforderungen da sind, heißt also Klimaschutzziele und so weiter, und natürlich auch trotzdem den Bedarf decken in Deutschland. Und Fluggesellschaften wie Ryanair, Eurowings, aber auch Condor haben ja zum Beispiel Hamburg verlassen, weil sie gesagt haben, sie haben da keine Lust mehr, das ist ihnen alles zu aufregend, das ist zu viel. Und das Wachstum erfordert auch größere Flugzeuge. Das ist natürlich so, dass man natürlich da sagen muss, ja, wieso das denn? Und zwar deshalb, weil man zum Beispiel bei Amsterdam am Flughafen ja sieht, wie viel Flugbewegungen reduziert werden sollen. Um dann zu wachsen aus wenigen Flugbewegungen kann man nur größere Flugzeuge nehmen. Da war der 380er anscheinend dann einfach nur zu früh. Wird vielleicht wieder kommen. Also ich weiß nicht, ob die das alles wieder auspacken können, ob das nur eingemottet ist für kurze Zeit. Aber die Halle wird ja auch anderweitig bei Airbus genutzt. Da bin ich mal gespannt. Interessant ist auch, alle erzählen, dass Flugverkehr in Deutschland hinterherhängt. Haben wir denn einen Angebotsnachteil? Heißt also, dass wir keine Flüge finden? Oder ist einfach der Nachteil vielleicht nur in den hohen Preisen? Obwohl das Angebot da ist, sind einfach die hohen Preise das Problem, was wir haben. Da könnt ihr natürlich unten schreiben und kommentieren, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Da bin ich mal gespannt. Man kann natürlich auch genau sagen, dass der Fachkräftemangel auch irgendwie da einen Vorteil hat, dass weniger Flüge kommen, weil die Leute halt nicht durch die Security kommen. Kann man jetzt auch böswillig sein. Und da können wir auch direkt die zweite Frage des Tages hinterherjagen. Wie findet ihr das Thema, dass da so viel drüber philosophiert wird in Deutschland? Ist das ein echtes Problem mit dem Luftverkehr in Deutschland, oder ist das ein Luxusproblem, oder ist das einfach gar kein Problem? Da bin ich mal auf eure Antworten gespannt, wie ihr das seht und wie ihr das Thema von eurer Seite aus angeht. Wir gehen weiter auf das Thema, nämlich französische Piloten, die rebellieren. In Frankreich ist es ja so, dass man dem Staat gegenüber immer sehr gerne schnell dem Streik gegenüber geht und sagt, hier so nicht, Freunde der gepflegten Meinungsvielfalt. Und da ist es so, dass die Gewerkschaft der französischen Linienpiloten SNLP für den 14. November einen Streik ausgerufen hat. Gott sei Dank bin ich nicht betroffen. Ich fliege am 14. nach Los Angeles. Und es richtet sich da gegen eine geplante Verdreifachung der Steuer auf Flugtickets der französischen Regierung. Und die tatsächlichen Auswirkungen des Streikausrufs für den Flugverkehr ist halt so, dass man da nicht ganz sagen kann, was das für uns bedeutet, wie viele Leute zum Streik gehen, wer dann teilnimmt, was dann kommt und so weiter und so fort. Aber da wird es Auswirkungen geben. Interessant ist auch, dass es natürlich da im ersten Moment, vielleicht sagt man, ja, man will das mit Klima. Nein, es geht darum, um Sparhaushalt. Das heißt also, man möchte 60 Milliarden Euro Einnahmen generieren auf Staatsseite. Heißt also, insofern ist es so, dass das eher in dem Bereich ist wie in Deutschland, wo man ja in Deutschland auch mit der Luftverkehrssteuer eher Löcher im Haushalt finanzieren möchte, als dass man wirklich was für den Umweltschutz tut. Das ist halt immer so das, wo man sagen muss, was mir immer, ja,
ich will nicht sagen Kopfschmerzen bereitet, aber doch durchaus Schwierigkeiten bereitet, ist, wenn der Staat Gelder dann einfach erhebt mit irgendeinem Vorwand, die aber dann eher nur die Natur haben, dass man dort Kosten kaschieren will, beziehungsweise Geldeinnahmen haben will. Und ich bin mal gespannt, was da weiter passiert, ob man sich dann auch von Ryanair-Seite oder auch Eurowings, oder wie die Kandidaten waren, Eurowings, Ryanair und Condor, ob die dann auch sich von dem französischen Markt auch so zurückziehen werden wie vom deutschen. Und ob es da halt wirklich dann auch Einschränkungen gibt. Da könnt ihr gerne was zu schreiben. Also unten wie immer schön kommentieren. Wenn man auf die Landkarte der Fluggesellschaften schaut, ist im Moment irgendwie eine große Anzahl an Fluggesellschaften, die neu starten, die neu kommen. Und keiner erinnert sich an die Worte von unserem Sir Richard Branson, der gesagt hat, wer gerne Millionär werden will, soll eine Fluggesellschaft gründen und muss vorher Milliardär gewesen sein. Heißt also, Firmen gründen Fluggesellschaften, und da ist jetzt die Damag, die da eine Fluggesellschaft gründet. Ihr seht jetzt hier Bilder und so weiter daneben und auch ein Bewegtbild dazu. Und daran seht ihr auch, dass man mit einer 787, 737 und so weiter was macht. Die Damag ist ja in Dubai mit diesen großen Logos an den Häusern bekannt. Wer zum Beispiel zum Burj Khalifa geht und so weiter, ist alles Damag. Das ist ja eine Immobiliengesellschaft aus 82, glaube ich, gegründet. 85 ist ja die Emirates gegründet worden. Und die wollen auch ins Airline-Geschäft einsteigen und haben auch schon Ziele. Und zwar sind Ziele Bali, Malediven, Hawaii, Seychellen, Fidschi und Bora Bora aufgeführt. Also ich verstehe schon, dass man das alles zusammen aufführt, aber sieht man da wirklich den Bedarf aus Dubai nach Bora Bora, nach Fidschi, nach den Seychellen, Hawaii und Malediven und Bali. Bali, Malediven kann ich verstehen. Hawaii halte ich für gewagt. Seychellen, okay, kann ich wieder verstehen. Fidschi, ja, nein. Und dann Bora Bora. Das sind schon weite Flüge teilweise, und da muss man dann gucken, wie so etwas dann dargestellt werden kann mit den 787 und 737 MAX, die ihr auf den Bildern habt. Und ja, es gibt bei dem Video, ihr habt es vielleicht gesehen, auch einen Fehler. Der Fehler ist halt, dass man dort auf einmal, wenn man die Bilder von innen sieht, dort ein vierstrahliges Flugzeug sieht. Auch ist der Schriftzug nicht ganz richtig, und ihr habt die Tonspur nicht gehört, aus Copyright-Gründen. Da ist auch einmal von Damag Airways und nicht von Damag Air die Rede, wobei die Livery ja auch nicht so ganz durchgecleant ist, weil man sieht ja, dass die Schriftzüge Damag Air, je nachdem auf der 737 und auf der 787 Dreamliner, unterschiedlich sind. Also da gibt es dann keine, wie soll man es nennen, CI. Also da sollten wir nochmal genauer schauen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Dann haben wir als letztes Thema etwas aus der Welt der SkyTeam. Und zwar gibt es jetzt bei SkyTeam eine interessante Information. Und zwar hat SkyTeam ja diese 1 Million Meilen, die man da bekommen kann, wenn man 13 Partner fliegt. Und, wie war das? Was? 13 Partner? 15 Partner fliegt. Dann kann man halt 1 Million Bonusmeilen bekommen. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade Sprachfehler habe, weil es so viele Meilen sind, 1 Million. Worauf ich nämlich hinaus will, ist Folgendes. Und zwar haben sie da Informationen gegeben, und zwar haben sie gesagt, dass Ho Chi Minh und Sansibar, Miami und Los Angeles unter den Top 10 sind. Ho Chi Minh und Sansibar, schwierig, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das bei den Eurobonus-Mitgliedern so toll war. Und man hat auch in den ersten 2 Monaten und ein bisschen 30.000 Award-Tickets ausgestellt. Gut, man kann jetzt natürlich fragen, wie viel haben die denn bei den Freunden von Star Alliance ausgestellt? Das kann man natürlich auch nicht sagen. Leider haben sie da keine Zahlen zum Vergleich. Aber wir haben auch die Auflösung. Einmal haben wir die Auflösung, warum Ho Chi Minh und mit Vietnam Airlines, weil da ein Fehler war, da war ein Pricing-Fehler. Man hat da den Preis nicht gedoppelt, man hat da halt,
einen Pricing-Fehler gemacht. Die haben zuerst gesagt, das wäre ein Fehler von Vietnam Airlines. Ich weiß es nicht. Genauso wie bei KLM und Air France. Da konnte man ja auch buchen wie ein Hammerkranker, weil da alles weit offen war. Ich glaube eher, dass das ein Fehler war, den man bewusst gemacht hat, damit die Leute an dem neuen System sich erfreuen und sagen, das ist ja doch geiler, als wir dachten. Aber es ist jetzt halt wirklich so, dass jetzt alle Einschränkungen gegriffen haben. Heißt also, dass man da wirklich jetzt nicht mehr so viel Verfügbarkeiten hatte wie vorher. Also das nehmen wir mit, 30.000 bei Eurobonus. Wäre mal interessant zu wissen, wie viel bei Lufthansa an Award-Tickets ausgestellt werden und wie die Relation dazu ist, fände ich persönlich interessant. Ihr könnt ja weiter schreiben, was ihr dazu denkt. Wie immer an dieser Stelle natürlich die Frage des Tages. Die Frage des Tages wiederhole ich natürlich, macht es Sinn, Leaseback-Verfahren zu machen? Also das heißt, dass man das eigene Flugzeug verkauft. Wer von euch das nicht privat auch macht, weiß ich nicht. Bei privat habe ich das auch schon gemacht, oder angeführt privat. Ich habe Autos gekauft, weil ich dann mehr Rabatt gekriegt habe und habe sie dann an eine Leasingfirma verkauft, um sie dann zu leasen und habe sie dann aus der Leasing wieder zurückgekauft, weil es kaufmännisch Sinn gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Lufthansa im Vertrag auch dieses Rückkaufen drin hat, aber ist das für euch so eher ein Gefühl, als ob Lufthansa da das Tafelsilber verscherbelt, oder was macht ihr aus dem Thema? Und das andere Thema ist, sagt ihr, dass es in Deutschland mit dem Luftverkehr abwärts geht und mit den Nachfrage eigentlich kein Problem ist, dass wir weniger Verbindungen haben, weil die Leute weniger fliegen? Oder sagt ihr, nee, es ist wirklich so, das Angebot ist nicht so da und das ist einfach nur dazu da, um die Preise hochzuhalten? Was ist da eure Meinung zu? Ist das künstlich? Ist das echt? Oder haben wir einfach genug Angebot für das, was an Nachfrage da ist, und dann ist das halt der Preis? Da bin ich mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Schreibt es unten, kommentiert, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, und dann sehen wir uns morgen wieder in alter und Frische bei der nächsten Sendung von Frequent Traveler TV, und ich freue mich. Also bis morgen, ciao und bis dann. Also jetzt tschüss.